Resident Evil war schon immer voller verrückter Rätsel, aber das abgedrehteste ist das letzte Puzzle aus Requiem. Es taucht unter den Herausforderungen auf, sobald man das Spiel zum ersten Mal beendet und gibt als einzigen Hinweis: Lassen Sie das entzückende Paar die Stimme hören. Hört ihr mich? Was man zur Lösung tun muss, ist vollkommen aberwitzig und über 2 weitere Spieldurchläufe verteilt. Mit dem entzückenden Paar sind die beiden Mädchen Emily und Marie gemeint. Zumindest im übertragenen Sinne. Dahingehend sind gewisse Dokumente entscheidend, wie zunächst das Protokoll zur Testperson 170. Dieses besagt, dass Marie eine Blutprobe verabreicht wurde, die man aus 115 Infizierten gesammelt hat. Der einzige Weg, um diesen Prozess nachzustellen, findet sich im Keller, wo Infizierte durch den Fleischwolf gedreht werden, um ihr Blut zu sammeln. Entsprechend musst du nun 15 Minuten hier warten, bis 115 der unverpackten Infizierten in das Becken herabfallen. Ich habe mitgezählt und die Zahl wird bereits vor 10 Minuten erreicht. Dataminer hingegen beteuern, dass es wirklich 15 Minuten sein müssen. Wenn du das Blut schließlich ablässt, überprüft das Spiel als nächstes, dass du keinen der Zombies dort unten selber tötest. Das darfst du nämlich nicht, sondern sie lediglich verwunden und in den Fleischwolf schubsen. Tatsächlich musst du das sogar tun, damit alle wandelnden Untoten zerfleischt werden, bevor die Sequenz endet. Manche Spieler beteuern, dass es trotzdem funktionieren kann, solange nur am Ende alle einst wandelnden Toten im Fleischwolf landen. Als nächsten Schritt verlässt du diesen Bereich und landest in einem Auffangbecken, das du ablaufen lassen musst. Wenn daraufhin der Text "Eine riesige Menge Blut ist herausgeflossen" erscheint, hast du alles richtig gemacht. Sobald du nun wieder oben im Sanatorium bist, darfst du dich zu den Toiletten begeben und das abgelassene Blut weiter befördern. Als Hinweis hierfür musst du einen Blick in Graces Untersuchungsbericht werfen, der eine Leiche vor einer Toilette zeigt, die scheinbar vor ihrem Tod noch eine 8 auf die Kabinenwand schmieren konnte. Also musst du die Spülung der Toilette 8-mal betätigen. Weiter geht es im unterirdischen Labor, wo das gesamte Blut nun hinfließt und sich in dieser Sequenz über den ganzen Raum ergießt. Auf der Flucht vor den Blisterheads entdeckst du nun vor der Treppe eine angespülte Puppe. Maries Puppe, identisch zu der, die man auch in ihrer Zelle finden kann. Nun kommst du nicht mehr ins Sanatorium zurück, um die zweite Hälfte des Rätsels zu lösen. Aber wie die Itembeschreibung so schön besagt, wir bleiben für immer zusammen. Das ist wörtlich gemeint, denn wenn du die Puppe in deiner Box ablegst, wird sie auf den nächsten Spieldurchlauf übertragen. In dem macht es nun auch Sinn, die abgetrennte Hand von Marie vor dem Aufzug aufzusammeln und sie an einem der Lasermikroskope zu untersuchen. Das Lösen der Kombination führt zu einem Bildschirm, der dich auffordert zu spielen, gepaart mit einer Buchstabensequenz. Eine vermeintliche RNA-Sequenz, die das restliche Rätsel enthält. Diese Untersuchung löst anderswo im Sanatorium noch etwas aus. Im Büro des Forschungsleiters kann man nun wieder mit dem Tastenfeld des Puzzle-Tresors interagieren. Theoretisch könnte man das letzte Puzzle nun also lösen, wenn man die Kombination kennt. Um diese zu entziffern, musst du dich jenseits des Helikopterlandeplatzes ins Gartenhaus begeben und die Sanduhr auf dem Schreibtisch untersuchen. Bei der Untersuchung läuft der Sand tatsächlich durch und enthüllt so eine Nachricht am Boden. U gleich 380.000. Da du irgendwie eine Kombination aus Sonne, Mond und Stern zusammenstellen musst, gilt es nun herauszufinden, dass der Mond etwa 380.000 Kilometer von der Erde entfernt ist. Somit ist das U in der RNA-Sequenz der Mond. Im Geheimlabor lässt sich dann der Blutanalysebericht von Grace Ashcroft finden, dem eine mysteriöse Zeile angefügt wurde. C gleich 4,2 LJ. Das Prinzip des Sanduhrenrätsels aufgreifend, kann man nachlesen, dass die Entfernung von der Erde zum nächsten Stern, der nicht die Sonne ist, 4,2 Lichtjahre beträgt. C steht also für Stern. Der letzte Hinweis verbirgt sich bereits die ganze Zeit vor deiner Nase und ist auf die Seite des Lasermikroskops im Ostflügel des Sanatoriums gedruckt. G gleich 150 Millionen. 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt befindet sich die Sonne. G nimmt entsprechend den Platz der Sonne ein. Doch dummerweise umfasst die Let's Play-Sequenz von U, C und G noch einen weiteren Buchstaben. A. Was hat es damit auf sich? Tja, jetzt wird's richtig wild. Verlässt du deutlich später im Spiel das RPD-Gebäude und betrittst den Waffenladen von Kendo, kannst du im Hinterzimmer einen Toy-Uncle-Wackelkopf entdecken, dem der Kopf fehlt.
Dieser befindet sich nach dem folgenden Bosskampf auf dem Boden des zerstörten Basketballfelds und kann herumgetreten werden. Kickt man ihn so durch den heruntergefallenen Basketballkorb, ertönt ein Geräusch wie das Aufschließen einer Metalltür. Die Interaktion mit dem Korb ermahnt dich, dass keine Zeit zum Herumspielen bleibt. Das harmoniert hervorragend mit der Nachricht, die der kaputte Wackelkopf im Hinterzimmer nun freigibt. Ignoriere A einfach. Hätte man sich auch denken können. Nach der erfolgreichen Analyse der Hand begibst du dich nun also mit Emily auf dem Arm und Maries Puppe im Inventar hinauf ins Büro und gibst die Sequenz ein, die sich aus dem verbleibenden Code ergibt. Sonne, Sonne, Stern, Sonne, Mond, Stern, Sonne, Mond, Sonne, Mond, Stern, Mond. Ein Kinderlachen ertönt und das finale Puzzle ist gelöst. Welches ist dein liebstes Resident Evil Rätsel? Frische deine Erinnerungen an die Reihe gerne nochmal in diesem umfassenden Lore-Video auf. Geheimnisvoll sind auch meine Kanalmitglieder Retrojäger, Michael, Robin, Mick ist mein Nick, Dr. Tatwaffel, muss mal was sagen, P9608, Lurgas, Bibi, Sentinel, Prinz Puma, Cybax, Katz, Venceslas, Blablub, Walz, Jürgen, Lucaria und BTD. Vielen Dank für euren Lord-Support.